Heute wird nicht mehr ausgelaufen. Wo waren wir? Wo waren wir? Da. So. Hier ist der Platz. Nu. Ja. Noch ein Missgeschick. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Wismar. Entschuldigung, hier läuft ein Livestream. Ach so. Ja, mittendrin anstatt nur dabei. Alles gut. Nein, Sie brauchen nicht schubsen, nicht festhalten. Alles Nein, gut. Ich wollte fragen, was das läuft. Das ist Portparty Warnemünde. Alles klar. Ja, Ja, viel Spaß. wir sind übrigens in Warnemünde, nicht in Wismar. In Warnemünde. Habe ich Wismar gesagt? Ja. Naja, fängt mit W an. Ne? Ist ja auch dicht bei, was soll das? Ja, hier ist auf jeden Fall wieder Hamburg Hafen Live. Hier ist Home of the Horn. Ja, Ja? ging ja gestern richtig ab. Boah, das ging richtig ab gestern. Und ich finde, also heute 2 AIDAs gehen raus, die AIDA Diva und die AIDA Mar. Die Diva sehen wir hinter uns, die Mar liegt um die Ecke. Und ja, ihr dürft mal tippen, wie viele Hörner wir heute hören. Ja, zählt mal mit. Über sonst 10, über 12, über 15. Ja, auch. Ja, also würde mich mal interessieren. man hat uns ja schon angedroht, das soll heute ziemlich eskalieren. Also ich hoffe drauf, es wird hoffentlich auch geliefert dann. Man Ne? hat uns wirklich ja, viel Versprechungen gemacht. Ja. Und wir wollen mal schauen, ob Warnemünde das alles halten kann. halten kann. Oh, Ja. also Sprachprobleme, aber wir sind ja auch schon den ganzen Tag brutzeln wir in der Sonne. Ja, wir sind schon wieder von der Möwe überfallen worden. Also ich mache die Warnemünder Diät, wieder das Eis nicht aufgegessen. Und wir haben so drauf geachtet, wir standen zusammen, weißt du, wir haben uns gegenseitig über die Schulter geguckt, einmal umgedreht, zack, im Tiefflug, Ja. 5 Möwen, Warnemünder Diät. Ja, Paddy einfach, die haben gesagt, guck dir den an, der ist zu fett, der braucht das Eis nicht. Ja, ja, auf jeden Fall viel Spaß. Auslaufen der beiden AIDA-Schiffe, hoffentlich mit ordentlich Typhon, Hornbattle und im Anschluss dann noch Schlepperballett von Ja. Fairplay. Wir geben heute ein bisschen Gas, wir versuchen euch die ganzen Bilder entsprechend zu liefern, dass ihr auch ein bisschen den Eindruck davon bekommt, was hier so passiert. Wir freuen uns drauf, das Wetter ist blendend, was will man mehr? Ja, und jetzt kommt da eine Fähre. Ja, die Das nehmen wir Schiff- mit. Das ist der Warnemünder Beifang. Ja, wir hatten uns so heute auf diese Möwen vorbereitet. Ja, wir waren ja auch, der Weg, den haben wir ja gewählt, möglichst dicht an den Fassaden lang und so. Und Immer mit dem Eis zur Wand gegangen, an den Bäumen entlang. Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ja. ja, und Also trotzdem der- haben sie es geschafft. Der eigentliche Zeitplan sieht vor, dass die beiden AIDA um 17 Uhr rausgehen. Ich hoffe ja, dass die AIDA Mar als erstes rausgeht und dann natürlich sich an der AIDA Diva vorbeischiebt. Das dürfte ein sehr schönes Bild geben. Und ich könnte mir vorstellen, bis die das alles koordiniert bekommen, kann es durchaus auch 17:15 Uhr werden, Ja. wenn nicht sogar 17:30 Uhr. Also alles super entspannt hier. Und dann hoffen wir natürlich, dass sie sich allgemein so ein bisschen Zeit lassen beim Auslaufen, ne? Und das Ganze so ein bisschen Ja. zelebrieren. Genau. Dürfen ruhig so ein bisschen langsam hier raus vorbei. Eine gewisse Geschwindigkeit müssen sie ja schon aufnehmen, damit sie dann auch ordentlich manövrierfähig sind. Ja, genau. Die, also zumindest die AIDA Diva, ich weiß nicht, ich glaube bei Amar ist es genauso. Die haben ja keine 360 Grad drehbaren Azipods, also Propellergondeln, sondern die haben ja Festpropeller. Und dafür aber nicht nur Bugstrahlruder, sondern auch 2 Heckstrahlruder, also Querstrahler. Das sind quasi 90 Grad gedrehte Propeller, die im Rumpf eingebaut sind und die dann quasi zur Seite, also nach Steuerbord oder Backbord, drehen und strömen und so das Schiff dann jeweils in die entsprechende Richtung drücken.
Ja, ein bisschen Anglerromantik haben wir auch Ja, auf dem Kanal. Sonne ist gnadenlos. Ja, die Sonne ist echt heftig. Also ob das fotografisch jetzt gerade wirklich schöne Bilder gibt, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, bildtechnisch wäre es natürlich viel schöner gewesen, wenn das Ganze beim Sonnenuntergang passiert wäre. Na, vielleicht kriegen die gleich von der Fähre erstmal eine Ansage, die beiden Angler. Noch sehen die nämlich nicht so aus, als ob sie Platz machen wollen. Oder Nee. aber wir verschätzen uns total und vom Vielleicht- Winkel her sind die überhaupt nicht im Fahrwasser. Das kann auch sein. Ja, wobei, die sind ja an der roten Tonne, ne? Also, Ja, aber ich glaube, die sind außerhalb des Fahrwassers. Das ist Ja. so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man seitlich da drauf guckt. Welche Fähre ist das denn? Ich glaube, das ist die Mecklenburg-Vorpommern. Ja, wir haben auch wieder Musik. Ist nicht ganz so die Partymusik wie gestern Abend. ich fühle mich nicht aber motiviert zu tanzen. Also gestern war echt ein Hammer, oder? Alter, Also die das Musik war gestern war gut, richtig ja. super. Also die hat Spaß gemacht. Zumindest für Kinder der 80er Jahre. Ach, guck Da. mal, er hat einen Rückwärtsgang gefunden da vorne. Das Fährt doch mal ein Fischerboot, bisschen ja. aus dem Weg. Die wollen doch einmal zur Seite. Ja, ich meine, sie hätten der Fähre auch nicht viel entgegenzusetzen, ne? Nee, hier von links kommt noch ein schöner kleiner Kutter. Da Ja. hinten ist auch ein Fairplay-Schlepper an Schön. der AIDA. Ja, ganz im Hintergrund kommt auch noch ein kleiner Frachter. Na, wobei, so klein ist er wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, den hast du sogar schon fast mit im Bild. Erstmal kommt im Hintergrund das Lotsenboot. Ja, Vollgas. Ich muss sagen, die Stena-Leine sieht gut aus. Ja, oder? Auch ein großes Ding. Jo. Die hat doch auch 200 Meter, oder? Ich habe nicht aufgepasst eben, als Ja. die Infos im Chat kamen. Ich denke, kommt ungefähr hin. Vielleicht sogar einen Tucken länger. Oh, das könnte jetzt schön werden. Fischerboot gegen Stena-Line. Na. Da sind unsere Fischer, die doch Platz gemacht haben. Die fanden, es ist doch eine gute Idee, da mal zur Seite zu fahren. Zu Recht. Also 199 Meter ist sie lang und 28 Meter breit. Dann Da kamen im deinen Chat noch mal 200 die Metern, Infos. warst du gut.
Ja, was so ein Mecklenburger Angler ist, der lässt sich nicht beirren. Ne? Nö. Also es sah von hier aus aber auch wirklich nicht nach wahnsinnig viel Platz aus. Ja, auf der anderen Seite, was soll ihm passieren? Ne? Die hatten Fan da draußen. Auf der anderen Seite stimmt, wahrscheinlich auch. Stimmt. So, Night 85. Herzlich willkommen an Bord. Danke dir für dein Sub. Und Mugoli ebenfalls danke für dein Sub. Jetzt schon 9 Monate an Bord. Danke, danke. Kugelblitz auf dem Fischmarkt dabei. Herzlichen Dank. Hertus lässt 100 Bits da. Die Bande aus Wasserburg mit 2 Euro Superchat. Und der Basti verschenkt an die Daniela ein Sub. Herzlichen Dank. Dann haben wir noch den Motorradburner 1.9. Seit 9 Monaten auf der Speicherstadt. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Das Schlepperballett ist direkt im Anschluss, wenn die beiden AIDAs ausgelaufen sind. Sagt man eigentlich AIDAs oder AIDen? Ich glaube AIDAs. AIDAs. Ja. AIDen klingt ein bisschen, AIDen ist so wie Sternschnuppen. Nee, die heißen Persiden. Persiden, aber es würde jetzt ja passen, ne? Aiden, Persiden, also zumindest was die Endung betrifft. Ja, es sind auch schon einige Ausflugsboote unterwegs. Also hier wird das, ach guck mal, da hinten, da wird Ich schon hab's geübt. gerade gesehen. Ja. Das Feuerlöschboot. Sind einige Ausflugsboote unterwegs. Also das wird hier wirklich zelebriert in Warnemünde, das muss man sagen. Also AIDA auslaufen, das ist hier wirklich eine Bank. Ja, gibt also diverse Fahrgastschiffanbieter, die damit werben, die dann auch die Zeiten haben, dann und dann, die und die AIDA und so weiter. Mit, fahren mit raus, ums Schiff drumherum fahren und so weiter. Ja, aber das ist ein richtiges Happening. Ne? Ja. Also immer wenn Ja. eine AIDA da ist, dann gibt es da auch ein buntes Rahmenprogramm dazu. Und das Feuerlöschboot FLB 40-3, das darf dieses Wochenende richtig dran. Gestern Abend haben wir ja schon die Lasershow gesehen. Hat mir echt gut gefallen. Also fand ich eine schöne Idee. Ja, ich fand es von der anderen Seite auch sehr ansehnlich. Ich persönlich hätte ganz gerne ein bisschen weiter Richtung Schiff gestanden. Aber generell finde ich das echt cool, was du so mit Licht und Wasser so anstellen kannst. Ach, guck mal, das Bild hier, das ist ja auch geil. Oh, da muss ich mal ein Foto machen hier unter den Kran. Ja, dann machen wir mal ein Foto. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem bei dieser Lasershow, der Winkel, in dem du drauf blickst. Ja. Das musst du eigentlich vorher genau wissen. Und ja, wir haben uns einfach verschätzt. Muss man halt einfach so sagen. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ne? Also es war trotzdem cool. Also sehr, sehr eindrücklich. Und das Schöne ist ja, A, ist es wahrscheinlich jedes Mal anders. Und ansonsten hat man einfach auch gewisse Erfahrungswerte, ne? Die man dann so langsam sammelt. Das ist doch auch super. So, Lotsenversetzer ist zurück. Da kommt ein Frachter rein. Soll ich denn mal den schnellen Turboschwenk machen? Oh, ja, mach den nehmen mal. wir doch mit, ne? Damit wir auch ein bisschen Frachtschiff lieber heute haben. Nicht nur Kreuzfahrer. Die Rick Sapphire, was ist denn das? Das scheint mir ein Bulker zu sein, oder? Stück gut Frachter oder was ist das Schönes? Sieht mir danach aus, ne? So ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist ein Bulker, oder? Ja, das kann auch sein.
88 Meter lang, 12 Meter breit, hat aktuell etwas über 8 Knoten drauf. Ups. Ja, da hinten der grün-weiße Leuchtturm, das ist die Westmole, glaube ich. Korrekt. Ne? Das ist Westmole. Da waren wir heute Morgen auch schon. Auch ein sehr, sehr schöner Standort. Ah ja, wir haben ja, also ganz ehrlich, wir haben ein bisschen überlegt, ob wir das machen. Aber wir haben ja hier noch eine Verabredung mit Fairplay und dann wäre das nicht aufgegangen. Also wir wollten gerne von da streamen. Das ist echt schön. Ich war da noch nie. Ich war bisher immer zu faul, bis dahin zu laufen. Aber so weit ist das gar nicht. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich das nächste Mal in Warnemünde bin, dann streame ich da hinten von dem grünen Leuchtturm aus. Also der Platz hat mir echt gut gefallen. Aber da hätten wir halt vom Schlepperballett gar nichts mitbekommen. Und das wäre jetzt heute natürlich dann wirklich schade. Da kommen auch die Angler wieder zurück. Ja, vielleicht haben sie den Fang für heute drin. Ich musste mir auch heute erstmal dringend einen Sonnenhut kaufen. Also wir haben wirklich nicht ein einziges Wölkchen am Himmel. Nee. Ich habe das gestern schon gemerkt, dass das fast ein bisschen doll war. Ja. Dann haben wir gesagt, komm, das geht heute nicht. Nicht nochmal. Ja, gestern dann zu wenig getrunken, also heute Vormittag fleißig getrunken, eben aufs Brot geschmiert bekommen. Scheiße. Ich muss noch mal kurz weg. Ich muss noch mal, ja, und noch mal und noch mal. Das also, Na? ja. Die Befindlichkeiten von Livestreamern. Ja. Was ist das denn Schönes da noch? Das sieht ein bisschen nach Polizei aus, oder? Ja, das ist so ein bisschen offiziell, ne? Die Warnow. Moin. Ach, moin. Immer die gleichen zum Filmen hier. Ja. Ein junger Local, der auch ganz gerne filmt offensichtlich und immer so die eine oder andere kleine Information parat hat. War Ja, gestern und gut. Die Warnow wird wieder umgegraben, beziehungsweise umgepumpt. Ist halt einfach, so ein Feuerlöschboot ist halt einfach ganz gut, um den Sauerstoffgehalt in einem Gewässer auch. zu Ja. regulieren. Ja, ja. Deshalb fahren die immer auf und ab und ja, pumpen das Wasser so ein bisschen um. Ja, die holen das von unten hoch, dann wird es oben wieder drauf gepumpt. Ja, und dabei Ja. schließt sich Sauerstoff ein. Ne? Ganz Nicht? genau. Und der Fisch kann wieder atmen. Ne? So, wollen die jetzt zu uns hier, die Polizei? Ja, die Polizei ist auch kräftig am Lenzen offensichtlich. Die wälzen auch ein bisschen um. Ne? Hier macht jeder so ein bisschen mit. Moin. Moin. Wir sind gerade live. Ich weiß. Ja. Oh, da kommt jetzt auch die Rick Sapphire zur AIDA. Ja, die Polizei lenzt auch Stereo. Ja, sonst würden sie eine Schlagseite bekommen. Selbstgänger. Ich finde das gut, wie schnell du die Erklärung parat hast. Glaubt nicht alles, was wir erzählen. Oder sagen wir mal besser, erzählt nicht weiter, was wir erzählen. Sonst wird man euch irgendwann noch als Dummschwätzer bezeichnen. Vorsicht beim Hinsetzen, nicht? Du hast Flaschen in der Hose.
Onkel Jupp verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke dir, lieber Jupp. Lars Bach, 2,49. Mit Grüßen aus Langen. Petra ist da mit 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dann der Demion Arz feiert 14-monatiges und der Klopferhase 18-monatiges. Und er schreibt ein Event der Extraklasse. Na, Ja, also da freuen wir uns so, ne? Ben, dein Fazit bis jetzt? Nee, warte, ich hau erstmal hier so ein kleines mal ein Horn Danke-Horn raus. Typhon, einmal Ohren zu halten. Also ich finde es klasse. Es macht richtig Spaß. Ja, so dein kleines Fazit, Warnemünde? Also ich finde, Warnemünde ist immer eine kleine Reise wert. Ob man jetzt am Wochenende herkommt oder sagt, man macht mal ein bisschen länger. Ich finde, es ist natürlich sehr touristisch, ne? Das ist einfach so. Aber ich finde, dieser Ort hat auch unheimlich viel Charme am Strom und wenn man ein bisschen abseits ist. Also finde ich wirklich klasse, macht Spaß. Und hier dieses Event, es ist halt klein und kompakt. Ne? Du hast halt nicht, du hast das nicht so auseinandergezogen, sondern sehr konzentriert. Ich finde das toll, also es macht echt Spaß. Und vor allen Dingen, du kommst auch mal so ein bisschen in Kontakt. Ne? Sei es mit Leuten, die halt auf dem Feuerwehrschiff sind oder der Schlepper, der da angelegt hat oder Fairplay selber. Du kommst halt auch mit den Leuten mal ins Gespräch und kannst einfach mal schnacken. Ne? Also ich finde das super. Es hat ein bisschen was Familiäres. Und, Ja, nahbar, ne? Vor allem Ja, es auch. ist nahbar. Man hat auch das Gefühl, dass sich hier jeder über alles freut. Ja, also jeder, also du kommst auch mit allen Leuten, also auch mit den Verantwortlichen kommst du ins Gespräch und so. Ne? Und jeder freut sich, dass jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt und so. Also das ist, doch, kann man machen, also wirklich. Ja. Also nächste Portparty kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, wir würden es nochmal machen, ne, oder? Wenn man uns nochmal lässt und es zeitlich passt, kommen wir wieder. Sebastian, vielen Dank, 5,99. Und guck mal, Jens Peter schickt erstmal 5 Euro Superchat und er fragt, wie denn unsere Hotelbewertung ausfällt. Interessante Frage, beantworten wir dir sofort. Der Waschbär, der schickt auch noch 5 Euro Superchat. Danke, ihr Lieben. Hotelbewertung, Ben, was sagst du? Also wir waren ja im Virotel. Virotel, genau. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Ich muss mal hier kurz mit der einen Kamera den großen Schwenk machen. Und zwar hier so direkt gegenüber. Das ist das Virotel. Was meinst du, Ben? Also, sagen wir es mal so. Es tut das, was es soll. Du kannst darin schlafen. Du hast eine Dusche. Und du hast eine Toilette. Und das ist es. Es ist aufgeräumt, es ist sauber. Und mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man hier ist. Ganz ehrlich, du willst da raus. Du willst an den Strand, du willst hier was erleben und du möchtest zum Schlafen in dein Zimmer. Und dafür ist es genau richtig. Drumherum gibt es Bäcker, Restaurants, allen drum und dran. Also ich würde sagen, das kann man gut machen. Es ist halt von der Lage her unschlagbar. Ja, das kommt dann noch hinzu. Ne? Das ist, glaube ich, der große Pluspunkt bei dem Hotel, dass du hast Parkplätze beim Hotel und bist direkt auf der Mittelmole. Wir haben alles zu Fuß gemacht. Wir haben nicht einmal das Auto benutzt. Ja. Zu Fuß zur Fähre, dann fährst du hier rüber, zu Fuß in den Ortskern, also in den Strom. Im Ortskern sind wir ja eigentlich schon zum Strom. Da frühstücken, essen, zur Mole raus, zum Strand. Ja, also du kannst wirklich alles zu Fuß machen. Also alles, was euch in Warnemünde wahrscheinlich wichtig ist, was ihr sehen möchtet, könnt ihr von da aus ganz easy machen. Und ich muss sagen, die Kosten kann man ja auf der Homepage sehen. Die sind vollkommen im Rahmen für das, was du da bekommst. Also ich glaube, wir lagen bei 110 oder 117 Euro oder so. Ja, so what, plus Parkplatz vielleicht noch. Also ganz ehrlich. Also ja, also es gibt noch alternativ, wenn jemand was Günstigeres haben will, gibt es hier noch ein Hostel, Dock-In heißt das. Die haben richtig aus alten, also ich weiß nicht, ob es alte sind, nee, aus Containern, richtig aus Seekontainern,
haben die Unterkünfte gebaut und da ist es halt nochmal eine Ecke günstiger. Ist auch nicht weit vom Hafen, Dock-In heißt das. Das hatte man mir nur so als Alternative noch gesagt. Falls ihr wirklich richtig auf den Euro gucken möchtet, dann wäre das eventuell noch eine Option. Mensch, das sieht ja auch schon fast ein bisschen gut aus, ne? Das ist ein schönes Bild, oder? Bisschen wuselig, so wie wir das mögen. Und dann gibt es ja noch das Neptun Hotel. Das finde ich ganz interessant. Also wenn man an den Strand geht, dann sieht man da auf einmal so ein Hochhaus, also bestimmt, weiß nicht, 10, 12 Stockwerke. Ihr könnt ja mal zählen, wir können es von hier aus sehen. Also, wobei, dann ist das schöne Bild gerade dann weg. Es ist hinterm Virotel, aber da hattest du, glaube ich, irgendwie 1, 2 Infos heute Morgen zu. Also es ist unfassbar. Ich erwähne Neptun Hotel, Ben spult einfach aus seiner Wissensdatenbank was ab. Ja, Neptun Hotel. Neptun Hotel ist geplant und gebaut worden als Edelhotel in der DDR. Um dort politische Gäste unterzubringen, aber eben halt auch wohlhabende Gäste ganz generell. Ich glaube, es ist ein 4- oder 5-Sterne-Hotel. Ich bekomme gerade eine Info, es ist sogar ein 5-Sterne-Hotel. Aber es ist auch bekannt als Stasi-Hotel. Da wurde also abgehört, bespitzelt und Informationen gesammelt. Wenn du da Gast warst, dann wusste hinterher Erich ganz genau, wer du bist. Ja, also von daher, ja, ist so ein Informationshotel gewesen. Ne? Ich glaube, die AIDA wird noch ein bisschen gewaschen. Ja, ich meine, wenn man rausfährt, dann muss man auch sauber sein, ne? Ja, aber bei der Diva gehen die Leinen los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Mar gleich noch überholt oder ob die Diva doch als erstes rausgeht. Ich kann es leider gerade nicht sehen, ob die Mar vielleicht schon in Bewegung ist. Dann würde ich sagen, genießen wir das gleich mal. Und ja, zählt mal mit, ob wir wirklich auf eine stattliche Zahl von Hörnern kommen. Zählen die Kleinen mit? Vor allen Dingen müssen wir die jetzt alle einzeln zählen oder zählen die als eins?
Gänsehaut. So, Absolut Gänsehaut. wer hat mitgezählt? Wer ist der Hornzählbeauftragte? Ja, Bug- und Heckstrahler bei der Diva haben kräftig gearbeitet, konnte man eben im Wasser auch ganz schön sehen. Legt sehr schön parallel ab. Ja. Ist auch schon eine ganze Ecke weg. Ja, also wird die Marder wahrscheinlich nicht mehr dran vorbeiziehen. Das ist ein Jahresvorrat. Man kommt ja gar nicht mehr zum Moderieren. Ja, Klapper halten, denke ich. ist geil. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Jahresvorrat an Hörnern für Hamburg. Ja, aber alles, was ein Horn parat hat, macht mit, ne? Alle machen mit. Nur wir haben keins. Aber es gibt doch so mobile Hörner, so fast als Sirene zum Aufdrehen. Ja, es gibt ja diese, die aussehen wie ein Akkuschrauber. Die klingen dann eher wie so ein Eisenbahnhorn. Tja, Leute, ihr habt den Bedarf erkannt. Paddy braucht sein eigenes Horn. Nee, ich habe immer Jetzt hab ich gesagt, was in Gang gebracht. nein, ich will nicht auffallen. Nein. Finde ich zwar witzig, aber ja, die AIDA Diva nach der Renovierung, das ganze Programm nennt sich Evolution, ist auch die älteste oder das älteste Schiff in der Flotte, gebaut bei Meyer.
Schön, ne, oder? Ich heul gleich, so schön ist das. Soll ich dich ein bisschen in den Arm nehmen? Ja. Mann. Ja, also das ist echt geil. Also das macht Spaß. Schön. Richtig, richtig cool. Aber die Diva macht alles platt bis jetzt, oder? Die hat ein schönes Horn, oder? Ja, richtig. So ein richtig schönes, altes, volles Horn. So wie man sich das vorstellt. So ein bisschen schrabbelig, so richtig so, mit Volumen. Ich finde das auch gut, dass mein Butler drüben auf meinem Schiff noch mal eben kurz mitgehornt hat. Ne? Da kommt auch schon das Schlepperballett angerauscht.
Paddy. Sag mal, Brigitte, die muss doch einen Herzinfarkt bekommen. Guck mal, da steht sie. Da ist Brigitte. Hast du sie? Ja, Hast ich du habe sie. gespottet? Ich habe sie, also zumindest ihre Flagge. Ja, aber wo ihre Flagge ist sie Die Flagge nicht weit. sieht man. Ja, also für Brigitte ist das heute doch wie Weihnachten, oder? Das hält die nicht aus. Also, ich muss sagen, das läuft. Und was auch läuft, ist Oha, das da kommt schon ein Schlepperballett. Schlepper angeschunkelt. Und Schunkeln. Ja, da haben wir jetzt natürlich so ein bisschen Gegenlicht, aber wir machen das Beste draus. Hörst du die Möwe? Sie ruft nach dir. Meinst du, das ist meine Möwe, die... Ja, das ist eindeutig deine Möwe. Das ist eine Softeis-Möwe, ich sag's dir. Ups. War noch ein Foto. Ach, das ist aber auch ein schönes Bild, ne? Ja. Der schunkelt sich schon mal warm.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass 56, ja, man schon mal Dehnübung. eingeschunkelt ist. Ja, vorm Sport immer warm machen. Das gilt auch fürs Schlepperballett. Ach, ist das schön. Ich bin verliebt in Warnemünde. Das haben sie ja gut hingekriegt. Ja, mit so ein bisschen Getröte. Und schon kullern die Tränen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das, aber ich glaube, das ist auch eine rhetorische Frage. Also alle, die Hamburg Hafen live gucken, also heute ist wirklich der Home of the Horn Stream, oder? Wahnsinn. Da vorne geht es ja noch richtig weiter, ne? Also Oh, und von der anderen Seite erklingt auch Orinoco Flow. bisschen spät, oder? Ja, coole Nummer. Ja, Schlepper nehmen auch ein bisschen Aufstellung. Ich glaube, die kommen aber zurück. Nach meinen Informationen soll das Schlepperballett eigentlich direkt vorm Passagierkai stattfinden und nicht da draußen. Oh, aber auch schön hier von der Seite. Guck mal, das sind so toll. schöne klassische Schlepper. Also nichts gegen unsere Fairplay 95, 96, aber die hier sind halt wirklich echt so ein bisschen oldschool. Ja, und wir haben ja heute gehört, Auszubildende werden immer gern gesehen und genommen und auch Quereinsteiger, auch herzlich willkommen. Muss man halt miteinander sprechen, wie es dann passt, hat man uns heute gesagt. Aber wenn man zu sowas wirklich Lust hat, dann wäre das nochmal eine Option. Also wenn man zukünftiger Balletttänzer auf dem Wasser werden möchte, Ja, ne? ja, die eine Dame steht da ein bisschen, naja, Ja, hierher auch. ach, Vordergrund macht Bild gesund, Genau. gehört dazu. Ich finde, es gehört dazu. Kennt sich ja nicht so aus. Huch, Wo ist der Fokus? ja. Fokus ist auch ins Wasser gefallen, fällt heute aus. Jo, wir warten auf das Schlepperballett. Ausgerichtet von Fairplay. Ja, schon ein bisschen idyllisch, ne? Ja, Vögel zwitschern hier und so. Wahnsinn. oh Mann, hier ist schon wieder so viel los im Chat. Carla ist seit 10 Monaten dabei. Danke dir. Ergoline, 8 Monate. Danke für deinen Prime-Sub. Dirk Jürgens mit 5,99 dabei. Dann der Dirk, 2 Euro Superchat. Tony Roberts, 20 Euro, 20 Euros. Thank you. Bahnfilmer Andi mit 5 Euro Superchat. Dann Rudi 16 ist mit 5,99 dabei.
Michael Keller 2,49. Dirk Bütow 2 Euro Superchat. Der Shogun lässt auch nochmal 5 Euro da. Christian Hering 2 Euro Superchat. Kidno ist jetzt mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei. Melli und Jörg mit 5,94 Superchat schreiben sensationell. Bahnfilmer Andi nochmal mit 2 Euro. Wie viel Hörner möchtest du haben, fragt er. Warnemünde. Ja. Peter P. 2 Euro Superchat. Warnemünde ist so horny. Thomas Nueck ist seit 5 Monaten dabei. Der Michael 2 Euro Superchat. Und der Bernhard Sonderhüsken 10 Euro Superchat. Schreibt, ist ganz okay heute. Thomas Nück auch nochmal 10 Euro Superchat. Und der Hessenblitz verschenkt 5 Mitgliedschaften. Und ich glaube, es geht los mit dem Schlepperballett. Ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. So, heute Abend im NDR oder was? Du kannst gerne ein bisschen Kamera machen. Ja? Ben. Ja, komm. Du, wenn du da Spaß dran hast, hau rein. Ich dachte mir, ich mache mich mal ein bisschen nützlich. Du warst gerade so schön am Vorlesen und ich dachte mir, Ja. ich nehme mal die Schlepper mit. Hau mal rein. Ja, ein etwas kleineres Schlepperballett mit 2 Schleppern. Aber schunkeln können sie ordentlich. Ich glaube, das sind auch beides welche mit Voigt-Schneider-Antrieb. Conny hat dir erzählt, dass die mit Voigt-Schneider deutlich schunkelfreudiger sind. Boah, guck mal, aber die 56, also die taucht fast ein mit der Seite. Oha, ja, aber ich gehe da mal ein bisschen ran. Guckt euch das mal an da. Der gibt alles. Also ich würde sagen, da ist bald Decksputz angesagt. Einmal feucht durchwischen, bitte. So, wir warten mal, die kommen gleich ein bisschen dichter zusammen, die beiden Schlepper. Jetzt sind die gerade etwas weit auseinander. Aber nochmal Respekt, ne? Wie du manchmal hier 2 Kameras gleichzeitig bedienst. Jetzt fehlt nur, Nicht dass die ohne. Captain Brass sich hier direkt vor unsere Kamera legt. Das macht er ja wohl nicht. Da sind wir in Brass. So. Oh, er stoppt auf. Der fährt echt jetzt hier Ja, vor, ne? der Das fährt gibt hier es vor. doch nicht. Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's leider. Der fährt hier direkt vor. Diggi, Das gibt Klassenkloppe, ne? das gibt Klassenkloppe. Wo ist Brigitte zum Pfeifen? Kann der nicht mal hier rüber gucken?
Ey, womit muss man denn noch rechnen? Aber ein bisschen was kriegen wir mit. Wow, hier die 56. Moin, wir sind gerade im Livestream. Ja, wollte ich gerade fragen. Ihr seid jetzt die Streamer. Ja, genau. Guck ich auch als reinbaue. Dankeschön. Ja, schön. Danke, danke. Ja, mein Conny ist ja auch da vorne. Und er hat ein Funkgerät, habe ich gehört. Genau, Conny dirigiert ein bisschen. Ja, hat er ihm auch gerade gesagt, du, das ist eine scheiß Idee, was du da gerade machst. Aber er gibt alles, ne? Da wird ja ordentlich Ja, die eingetaucht. 56 ist auch klar Schunkelkönig. Ich habe das Gefühl, dass der andere Schlepper, welcher ist denn das? War das 17? Ich habe das Gefühl, dass der einfach nur umtanzt wird. Wahrscheinlich ist das so ein Schlepperbalztanz. Ah, meinst du, da kommen kleine Schlepper bei raus? Ja. Also in der Mitte das Weibchen und 56 das Männchen. Und der gibt richtig Gas, ne? Wie das so... Oh. Oha. Oh, oh. Das hat er gehört. Das hat er gehört auf der 17. Und er sagt, ich kann auch tanzen. Man geht auf Tuchfühlung mit der Pier offensichtlich. Mhm. Ist aber auch richtig voll jetzt da drüben. Ja. Das ist schon richtig dolle da.
Das ist einfach so eine schöne Mischung aus Kraft und Eleganz. Ich finde das klasse, dass du solche Maschinen so fein justiert fahren kannst. Also Ja, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen Show, aber es zeigt natürlich auch, wie wendig die Biester sind. ja, Und genau das brauchen sie ja für ihren Job. eben. Tja, da ist der Hafentour. Ja, Captain Brass. Ja, es ist wie es ist. Was willst du machen? Tja. Moin. Wir sind gerade mitten im Stream. Jetzt geht's leider nicht. Jo. Tschüss. Tja. Jetzt bräuchte man ein Funkgerät. Ja. Oder rufst Conny an. Als Herr des Funkgerätes. Ich meine, die andere Barkasse hat sich ja auch schön rechts auf die Seite gelegt, ne? Wäre eine Option gewesen. Na, fährt er ab? War es das? Oh, nichts ist so beständig wie die Fähre. Kopenhagen kommt von rechts. Da kommt die Kopenhagen. Die interessiert das auch nicht, ob hier Nö, Schlepperballett die ist. fährt hier rein. Rein und zack. damit. Zack. Ja, aber ich glaube, die 17 ist schon weg und die 56 scheint auch jetzt. Ich denke, die macht Gleich. wieder fest, ne? Die fährt eventuell wieder Ja, an den Kai. Schunkelt noch mal ein bisschen. Schunkelt noch eine Runde.
Vielleicht muss die 17 auch zu einem Job. Das kann sein. Weil es sah so aus, als ob die fluchtartig weg ist. Und die 56 Ach so, die macht jetzt alleine macht zu alleine Ende. weiter. Ja? Ja, hier wieder eine Fähre mit dem sogenannten Flettner-Rotor. Dieser schöne Stiel obendrauf. Ich sag, das sieht aus wie ein Käsespieß. Aber nachdem ich es gestern ja nicht genau erklären konnte, das Prinzip, habe ich natürlich mal ein bisschen nachgelesen. Also das Ding da oben drauf nennt sich Flettner-Rotor. Dieser Rotor wird angetrieben, rotiert und macht sich den sogenannten Magnus-Effekt zunutze. Und dieser Magnus-Effekt, dabei ist es so, der Rotor, der rotiert und der Wind zieht an diesem Rotor vorbei. Und auf der einen Seite entsteht dann quasi ein beschleunigter Luftstrom und auf der gegenüberliegenden Seite entsteht dann ein... Nicht alles Gute. Hallo! Oh. Also es... Ja, Unfassbar. Unfassbar, ja. Und auf der anderen Seite entsteht ein abgebremster Luftstrom. Und dadurch entsteht insgesamt eine seitliche Kraft. Und durch diese seitliche Kraft, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein geschnippelter Fußball. Also wenn du einen Fußball oder einen Tischtennisball, wenn du die anschneidest, dann kriegen die auch einen Drall und dadurch bekommen sie eine gewisse Richtung. Und das ist eine Kraft, die dann quasi genutzt werden kann, um ein Fahrzeug, in diesem Fall ein Schiff, anzutreiben. hilft wohl auch beim Manövrieren, ne? Hattest du, glaube ich, oder? Über Manövrieren habe ich jetzt nichts gefunden, ob es gut. dabei Dann- hilft. nee, dann habe ich das muss vielleicht- jetzt passen. Da habe ich das wahrscheinlich falsch Nee, abgelesen. sieht mir auch ehrlich gesagt nicht, also hätte ich jetzt keine logische Erklärung für, dass das beim Manövrieren Nee, hilft. also durch die dadurch entstehende Kraft. Aber ich diesen Drall. könnte es auch völlig falsch abgelegt nee, haben. ich- Vergesst meine Worte, Ja. ich glaube, ich habe da Blödsinn erzählt. Ja. Also weil ich hatte anfangs, ich glaube, ich hatte gestern mal gesagt, dass der Rotor durch den Wind angetrieben wird und das ist natürlich falsch. Der Rotor wird per Motor angetrieben. Man sieht ja auch, dass der die ganze Zeit sehr gleichmäßig rotiert, wenn ich da nochmal drauf gehe. Ja, und der Wind strömt vorbei. Auf der einen Seite quasi wird der Wind beschleunigt, auf der anderen Seite wird er abgebremst und dann entsteht so eine Art Drall. So eine Drallkraft. Nee, eine Drallkraft gibt es nicht, ne? Ach du, ansonsten erfinden wir sie. Die ominöse Drallkraft. Der ist aber nur im Hafen so langsam. Draußen wird der schneller gedreht, ne? Ich glaube, die Geschwindigkeit des Rotors wird an die Geschwindigkeit des Schiffes angepasst. Ja, wenn er so eine Art Sperre drin, so ein Mechanismus, wenn er im Hafen zu schnell dreht, dann kann es ja sein, dass er zu viel Vortrieb hat und dann gibt er wieder Gas. Ach so, wahrscheinlich ist es auch so, wenn der langsam fährt und der Rotor zu schnell dreht, dann kriegt das ganze Schiff so eine, weißt du, wie von so einem Propeller. Also dann würde es quasi zur Seite gedreht werden eventuell. Kenne ich Keine mich nicht Ahnung. mit aus. Also jetzt Also- sind wir im Land der Spekulation. Jetzt sind wir wieder, So, jetzt sind wir jetzt wieder sind bei wir Hamburg wieder- Hafen Live. Das Land der Spekulation. Ja. Ja, Mensch, aber das war doch toll, oder? Also schönes Schlepperballett, kleine Einstimmung auf den Hafengeburtstag. Da dann natürlich mit noch mehr Tamtam, noch mehr Schlepper. Ich glaube 5 oder 6 Schlepper tanzen dabei. Ja, ich glaube, damit ist, ja, drüben geht die Party weiter, aber ich glaube, die Hauptacts der Portparty sind damit Ich glaub, die weitestgehend sind durch. durch. Och, jetzt blendet die Sonne aber auch gerade Ja, richtig. die kommt jetzt Ja. auch ein bisschen tiefer schon. Der Dirk Bütow lässt 5 € Superchat da. Angelika Sommerfeld 2,49. Moni 2 €. Herr Kuschke ist mit einem Sub dabei auf Twitch, schon 2 Monate. Der Zottelbär 5 € Superchat. Juwel 1 2,49. Der Bunny 5 €. Und Guido 2,49 Superchat. Ganz
fettes Dankeschön, ihr Lieben, für eure Unterstützung. Plötzlich ist ruhig hier. Plötzlich ist absolute Stille. Es gackert dir auch gerade keiner in deine Moderation rein. Also, was war denn das gerade? Die kam von hinten an und kommt ganz dicht und gackert dann einmal so. Naja. Ja, Naja, es egal. war Egal. dieselbe Dame, die eben gerade schon nicht Ja. verstanden hat, dass wir im Livestream sind. Hier laufen sie rum, woanders werden sie Ich gesucht. hätte auch viel Sonne gekriegt. Ne? Das ist einfach Die so. Sonne ist ein bisschen. Gut, dass Sonne wir ist Hüte aufhaben. gnadenlos, ja. Ja, ihr Lieben, wir werden jetzt gleich hier beenden und langsam einpacken. Wir müssen noch zurück nach Hamburg. Ja, Ne? Müssen noch noch Eine Heimreise. alles hier einpacken und so weiter. Müssen mit der Fähre noch rüber. Also wir haben noch ein kleines bisschen. Von daher wollen wir uns noch Ja, einmal Sehr so gerne. abschiedsmäßig vor die Kamera stellen. Stell dich doch mal hin, damit ich die Kamera einstellen kann, bitte. ich stelle mich hier mal für 2 Minuten in dein Bild, glaube ich. So, Dann habe ich daneben noch ein bisschen Platz, oder? Da ist er, der Ben. sehr schön. Ich hier mit meinem dollen Hut. Komm mal rum. Mit deinem komm rum, da bin Casablanca-Hut. ich. Casablanca. Ja, War gut, oder? hat Spaß gemacht. Also so viel Hörner. Ja, das war eine Bombe, Hat oder? irgendjemand gezählt? Das waren doch 30 oder so. Also, Also wenn wir nur die ordentlich. AIDA zählen, nicht die also kleinen. richtig viel. Wenn du die Kleinen noch mitzählst, da kriegst du es ja teilweise nicht so ganz raus, wie viele waren es denn jetzt eigentlich, weil die auch teilweise gleichzeitig Das ist gehornt schon haben. Also, Ein Dauerhorn, Ja, Dauerton. ja. Ja, Mir hat hat es Spaß richtig gemacht. gut gefallen. War cool. Vielen Dank an Warnemünde, vielen Dank natürlich hier an die Organisatoren, an die Tourismuszentrale in Rostock. Vielen Dank auch an Conny, der uns den Kontakt vermittelt hat, der uns ein paar Leuten vorgestellt haben, die auch mit der Organisation zu tun haben. Und natürlich vielen, vielen Dank an euch, dass ihr auch die ganze Zeit dabei wart. Waren jetzt Ja. insgesamt 3 Streams. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Also, wer so immer mit dabei ist, da muss man auch mal Danke sagen. Absolut. Ja. Und dass ihr dabei seid und teilweise also wirklich auch sämtliche Streams von vorne bis hinten guckt, das finde ich ist eine ganz, ganz große Ehre. Aber natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle, die den Kanal finanziell unterstützen. Mit Mitgliedschaften, mit Spenden, mit Bits und mit Subs, egal ob auf Twitch oder auf YouTube oder auch einfach, indem ihr ein Päckchen Kaffee im Shop kauft. Auch das hilft immer. Also ihr Lieben, euch noch einen schönen Restsonntag. Vielen, vielen Dank. Unsere Moderatoren müssen wir natürlich auch mal. Mensch. Ja, Ja, Mensch. Die Wochenendarbeiter. Ja, die Vielen, dachten vielen sich Dank. auch. Als wir gesagt haben, 4 Streams, dachten sich auch, um Gottes Willen. Die sind doch bekloppt geworden. Die sind bekloppt. Danke, ihr Lieben, dass ihr wieder mitgeholfen habt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.